Herzlich willkommen, lieber Schütze, zu deiner Tarotkartenlegung für den Zeitraum vom 31. Januar bis zum 9. Februar. Das ist die zweite Dekade im Sternzeichen Wassermann und wir befinden uns jetzt mitten in der Luftenergie vom Wassermann. Das beeinflusst uns alle unterschiedlich stark und da möchte ich mir heute anschauen, wie diese Energien bei dir ankommen, lieber Schütze. Zu der aktuellen Dekade: Wir haben in der Mitte der Dekade einen interessanten Fixpunkt und das ist ein Vollmond am 5. Februar. Ja, schauen wir mal, wie diese Energien so bei dir ankommen, lieber Schütze. Eine Karte für dich, für diese Dekade. Eine Karte für den Schützen. Das Aeon. Etwas in deinem Leben nimmt neue Gestalt an. Es gibt hier Neuanfänge. Du könntest dich stärker als sonst in dieser Dekade selbst verwirklichen. Etwas verändert sich in deinem Leben. Und diese Veränderungen kommen nicht von ungefähr. Das basiert alles auf Energie, die du im Vorfeld da reingesteckt hast. Entscheidungen, die du in der Vergangenheit getroffen hast. Entwicklungsstränge, die jetzt sich anfangen auszuwirken, aufzublühen. Und so könnte es sich wie ein Neuanfang anfühlen, aber es basiert eigentlich auf eine längere Entwicklung. Ja, vielleicht kommen dir auch wirklich, vielleicht kommen halt auch so Themen der Vergangenheit hoch, im positiven Sinne, dass du an etwas wieder erinnert wirst, dass etwas plötzlich, dass die Umstände jetzt anders sind und etwas plötzlich möglich wird, was vorher nicht möglich war. Wir schauen mal, auf welche Lebensbereiche sich bei dir auf welche Lebensbereiche sich das bei dir bezieht. Ja, du möchtest jetzt wirklich 100% geben. Du bist voll in deiner Energie, du bist voller Leidenschaft, du weißt, was du willst und du möchtest deine Wünsche und deine Bedürfnisse Ausdruck verleihen. Du bist jetzt auch entschlossen, dich den Herausforderungen des Lebens zu stellen. Ich sehe hier sehr viel Mut, sehr viel Tatkraft, du bist total in deiner Energie. Und wie ich das meinte, etwas aus der Vergangenheit ist jetzt ganz, ganz wichtig für dich. Eine Erinnerung soll dir bewusst werden. Da gibt es eine Kommunikation mit deinem Unterbewusstsein. Etwas aus der Vergangenheit, an etwas sollst du dich wieder erinnern. Eine Information, eine Begegnung, ein vergangener Wunsch, ein früheres Hobby oder eben, ja, irgendein Ereignis. Wenn du dich daran erinnerst, wird dir das hier in deinen Tatendrang sehr zugutekommen. Zum Ende der Dekade hin wird deine Intuition sehr stark sein. Dein Vermögen, in die Zukunft zu schauen, zu prognostizieren, zu erahnen, was da kommt. Auch Pläne aufzustellen und vorausschauend zu überlegen, vorausschauende Überlegungen zu tun. Das ist alles zum Ende der Dekade begünstigt. Ja, wow, also hier eine sehr energiegeladene Dekade und ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ja, du wirst es schon mit einigen Hindernissen zu tun haben. Hier gibt es Fehlinformationen, hier gibt es Menschen, die sich einmischen, Blockaden, die dir in den Weg gestellt werden. Es sind meistens mehr so kleine Zimperleine, dass man den Bus verpasst, dass irgendwas nicht richtig läuft und man eine Arbeit nochmal machen muss. Ich kann dir nur empfehlen, mit sehr viel Geduld und ganz stoisch auf dein Ziel fokussiert bleibend durch diese Energie hindurchzugehen. Das sind nur kleine Querschläger, die eigentlich nichts mit deiner Energie zu tun haben. Das sollte dir bewusst sein. Denn es läuft in vielerlei Hinsicht auch sehr gut. Und hier hat man die Wahl, auf was man sich so fokussiert. Auf das Negative, auf die negativen Ereignisse oder eben
die Sachen, die gut laufen. Und da gibt es auch viele sehr, sehr schöne Dinge. Viele Momente, in denen du deinen Gefühlen freien Lauf lassen kannst, viele Momente, bei denen es eine offenherzige Kommunikation gibt, viele Momente, bei denen man einfach das Leben genießen kann, die Sonnenseiten des Lebens genießen kann. Und in diesen Momenten kommen einem auch neue Erkenntnisse, neue Einsichten. Etwas erhält sich für einen. Das ist die andere Seite der Medaille. Ne? Hier sind zwei sehr unterschiedliche Energien, mit denen du hier konfrontiert sein wirst. In der Vergangenheit die Kunst. Das ist hier deine Karte, ne? Schütze-Energie. Du kommst aus einer sehr guten Situation. Du hast irgendwie eine sehr gute Entscheidung getroffen. In einer gewissen Hinsicht hast du alle Aspekte deines Lebens in ein gutes Gleichgewicht bringen können, was dir sehr viel Optimismus, Zufriedenheit und Selbstbewusstsein gegeben hat. Das war eine sehr, sehr gute Entscheidung, diese Dinge in diesen Einklang zu bringen. Ne? Das ist auch nicht so leicht. Du musstest hier irgendwie die perfekte Lösung, die perfekte Mischung finden zwischen scheinbaren Gegensätzen. Aber du scheinst das gemeistert zu haben. Und jetzt geht die Reise weiter. Ja, irgendwie stellst du jetzt fest, dass du mit einigen Themen in deinem Leben nicht ganz zufrieden bist. Und das ist vielleicht nicht angenehm, diese Unzufriedenheiten festzustellen. Das kann aber auch der Motor für alles Weitere sein. Auch dazu führen, dass du hier neuen Antrieb bekommst. Aber in gewisser Hinsicht erfährst du gerade ein Mangelgefühl. Und darüber denkst du auch viel nach, du grübelst darüber. Dir fehlt etwas. Und manchmal neigen Menschen dazu, vor diesem Mangelgefühl davon zu laufen und schlechte Gewohnheiten zu etablieren. Ich hoffe, das wirst du nicht tun. Denn es ist einfach lohnenswerter, dauerhaft gesehen, sich mit diesem Mangelgefühl auseinanderzusetzen und genau festzustellen, was einem denn fehlt. Und da kann dann halt auch der Motor liegen für alles Weitere, ne? Dass man halt hier neue Wünsche generiert und mutig versucht, sich diese Wünsche zu erfüllen. Manchmal verweist diese Karte auch darauf hin, dass du im Moment dass die Gefahr besteht, dass du dich anstecken könntest. Ne? Wir haben ja im Moment hier doch eine Phase von ständigen Erkältungen und alles Mögliche. Also hier also pass in dieser Dekade ein bisschen mehr darauf auf. Vielleicht wirst du auch manchmal das Gefühl haben, dass gewisse Menschen um dich herum dir nicht mehr gut tun, dass du durch einen gewissen Freundeskreis oder durch einen bestimmten Menschen irgendwie nicht so ein bisschen negativ abgelenkt wirst. Du vermisst halt etwas. Dir fehlt irgendwie etwas in deinem Leben. Und das ist ganz individuell, um was es da bei dir geht. Ne? Das gilt es in dieser Dekade herauszufinden. Du bist hier wirklich sehr entschlossen. Wenn du herausgefunden hast, was wirklich hier, du denkst auch viel darüber nach, was ich gut finde, das ist in deinem Bewusstsein. Wenn du herausgefunden hast, was dir wirklich fehlt oder was das Problem ist, bist du auch hier sehr entschlossen, zu diesen Themen, diesen Aspekten deines Lebens oder diesen Personen deines Lebens Nein zu sagen. Ich sehe hier, dass du mit etwas abschließen wirst, dass du eine Sache beenden wirst. Sehr entschlossen, sehr plötzlich vielleicht auch, auf einer plötzlichen Erkenntnis beruhend, aber auch eben drastisch und es wird sich auch eher befreiend anfühlen. Du kannst dich hier auch von negativen Gedanken befreien dadurch. Das kommt aber erst eher zum Ende der Dekade hin. Wir schauen mal, wie sich das weiterentwickelt. Ja, wunderschön.
Ja, du kommst deinen Wünschen zum Greifen nahe, deinen Träumen kommst du zum Greifen nahe. Du kannst hier wirklich erahnen, was du von Herzen wirklich willst, was du wirklich brauchst. Und dadurch rückt diese Wunscherfüllung in greifbare Nähe. Ne? Hier sehe ich sehr viel Inspiration, sehr viele neue Ideen auf dich zukommen. Und auch schon hier eine starke Intuition, eine starke Ahnung, was dein Herz wirklich braucht. Eine neue Vision könnte sich für dich eröffnen, eine neue Klarheit. Also hier wirklich eine wunderschöne Karte. Und diese Klarheit, diese starke Intuition, dass man sich seine Wünsche auch wirklich eingestehen kann. Da drin liegt auch eine emotionale Heilung eines alten Schmerzes. Die Erinnerung, ne, kann auch damit in Verbindung stehen. Vielleicht konntest du dir diesen Wunsch früher nicht erfüllen, jetzt kannst du ihn dir bald erfüllen und du siehst den Weg dahin, du spürst es, auch von deiner Intuition. Eine sehr starke Karte hier. Deine Einstellungen sind die 4 Kelche. Da muss ich kurz ein wenig überlegen, weil es wundert mich so ein bisschen, weil ich finde, du kommst mir hier sehr tatkräftig rüber. Diese Karte steht manchmal mehr für Trägheit. Ne? Es kann natürlich sich hier um etwas Ausgleichendes handeln, ne? Dass du einerseits den Wunsch hast, sehr tatkräftig zu sein, aber trotzdem, du bist ja hier auch irgendwie noch blockiert. Ja, genau. Also etwas blockiert dich noch. Genau, dadurch bist du gezwungen, hier auch ein bisschen innezuhalten und kannst deine Tatkraft am Anfang der Dekaden noch nicht richtig ausdrücken. Und hier geht es dann doch mehr darum, den Moment zu genießen, auch die schönen Seiten des Lebens zu genießen. Und vor allem sehe ich hier sehr viel Harmonie in deinem sozialen Leben. Also sehr viel Innigkeit im sozialen Leben, sehr starker Gefühlsausdruck im mitmenschlichen Bereich. Aber auch eben die Tendenz, sich so ein bisschen in dieser Energie zu sehr auszuruhen, sich zu sehr fallen zu lassen. Hier zeigt sich in deinem sozialen Leben ein Ritter der Schwerter. Die Hofkarten können jetzt mehrere Bedeutungen haben, je nachdem, in was für einer Situation ihr seid. Der Ritter der Schwerter, es kann entweder auf dich verweisen oder eine Person in deiner Umgebung, wenn diese Person eine andere Person beschreibt. Dann wahrscheinlich eher ein Luftzeichen. Wassermann, Waage oder Zwilling. Wassermann zeigt sich hier besonders. Könnte auch ein anderer Schütze sein, den du aber dann schon kennengelernt hast. Diese Person ist in deinem sozialen Umfeld. Es könnte halt auch sehr gut sein, dass du diese Person neu kennenlernen willst. Wenn diese Karte aber allerdings auf dich verweist und von allen, also du bist ja kein Luftzeichen, du bist ein Feuerzeichen, aber trotzdem, von allen Feuerzeichen hat Schütze am meisten Luft. Könnte also sehr gut sein, dass du der Ritter der Schwerter bist. Wenn diese Karte auf dich verweist, dann wirst du aktuell von deiner sozialen Umgebung als Ritter der Schwerter wahrgenommen. Je nachdem, ne? Was denkt der Ritter der Schwerter? Diese Person ist mit sich im Einklang. Diese Person zeigt auch ein wenig Passivität. Diese Person denkt viel nach. All die Gedanken sind in sich schlüssig, aber diese Person zeigt nicht besonders viel Tatkraft aktuell. Nicht so viel Leidenschaft. Aber guckt euch das an.
Hier haben wir die Liebenden und den Stern. Das ist hier ja ein doch sehr, sehr wichtiger Mensch in deinem Leben. Oder es ist sehr, sehr wichtig und bedeutungsschwanger, könnte man sagen, bedeutungsgewichtig, dass du eben von deiner Umwelt aktuell als dieser Ritter der Schwerter angesehen wirst. Auf jeden Fall hier, dass du dich auch als Ritter der Schwerter realisieren kannst. Da steckt schon deine Wunscherfüllung dahinter. Also das ist hier, das hat mit deinem Traum zu tun, dieser Ritter der Schwerter. Und hier steckt auch sehr viel Liebe, sehr viel Selbstannahme, sehr viel Selbstliebe, aber eben auch vielleicht auch ein sehr, sehr starker, liebevoller Bezug zu dieser Person. Sehr innig. Ja, dann würde ich schon eher sagen, dass die 4 Stäbe hier für auch für Harmonie sprechen, ne? Für ein gleichberechtigtes Miteinander durch es gibt hier eine gewisse Fairness in der Kommunikation, dass man halt auch zusammen gute Absprachen sprechen kann, gut miteinander kommunizieren kann. Und hier eine tiefe, ehrliche Freundschaft vorliegt. Der Ritter der Schwerter ist ein Mensch, der so mitten im Leben steht, ne? Also der schon ein wenig, also der schon einiges an Erfahrung hat, aber noch nicht weise ist. Ein Mensch, der viel in Bewegung setzen will, viele Ideen hat, sehr wortgewandt ist und sehr konzeptionell denkt. Und dieser Mensch möchte auch diese Konzepte, die in seinen Kopf umherschwirren, in die Tat umsetzen. Der möchte etwas daraus machen, der möchte etwas erbauen, etwas erschaffen, etwas kreieren. Ein wortgewandter Mensch, habe ich ja gesagt. Mit einem guten Urteilsvermögen. Ein sehr logisch denkender Mensch. Ja, also hier steckt wirklich sehr, sehr viel Potenzial in dieser Verbindung oder du als diese Person. Ne? Vielleicht hast du hier Pläne, ne? Konzeptionelle Pläne, die du jetzt in die Tat umsetzen willst. Wenn ja, ist das sehr begünstigt und führt dich definitiv auf den richtigen Weg. Wir schauen mal weiter. Du möchtest jetzt endlich mal der Gewinner sein, die Gewinnerin. Du möchtest siegreich aus dieser Situation, in dieser Situation sein. Du möchtest Recht haben, ne? Genugtuung erfahren. Du möchtest einfach jetzt Erfolg. Wenn dieser Ritter der Schwerter eine Person in deiner Umgebung ist, dann möchtest du diese Person für dich erobern. Ne, dann bist du hier völlig Feuer und Flamme. Und ja, du erwartest auch, dass du hier erfolgreich sein wirst. Ne? Also du stellst es, glaube ich, auch nicht so sehr in Frage. Ja, das denke ich auch. Hier, die Hohepriesterin. Ja, das ist interessant. Deine Intuition, deine Ahnung. Ähm, ab dem Vollmond wirst du das ganz deutlich spüren, diese starke intuitive Kraft in dir. Du wirst ganz genau wissen, was du willst, was du tust, warum du das tust und vielleicht hast du es hier mit einigen Hindernissen zu tun gehabt, bis dahin, ne, bis zum Vollmond, aber das macht dir gar nichts. Du hast hier ein sehr starkes Vertrauen in dich selbst, in deine Pläne, in deine Absichten und du vertraust darin, trotz der Hindernisse, dass am Ende alles gut wird. Du spürst auch irgendwo, du spürst auch irgendwo, dass es alles richtig ist, ne? Du spürst, dass der Sieg nah ist und dass du kurz davor bist, deine Träume zu verwirklichen. Ich finde das hier auch sehr, sehr stark, diese Karten, weil du könntest jetzt vor diesem Vollmond auch wirklich gut
negative, destruktive Verhaltensmuster endgültig beenden. Ne? So finde ich diese. Vielleicht fällt dir auf, dass du Gewohnheiten etabliert hast mit der Zeit, die dir einfach nicht gut tun. Ne? Weiß nicht, das kann ja alles Mögliche sein. Ne? Eine schlechte Ernährung oder das Rauchen. Oder irgendein anderes destruktives Verhalten. Und das fällt dir dieses jetzt auf. Ne, das könnte dir hier ganz deutlich auffallen und du bist so konsequent und änderst das. Und das führt dich hier auch auf den richtigen Weg. Also ich sehe hier, dass du konsequent mit etwas brichst, dass du hier etwas ganz konsequent veränderst. Und der Rest kommt dann von alleine, ne? Also es ist hier wirklich so eine Energie auch eine leichte Energie. Also es ist jetzt nicht so, dass es die ganze Zeit darum geht, dich anstrengen zu müssen, sondern vielmehr seiner Intuition zu folgen. Und du bist bereit dafür. Und du glaubst an dich. Du weißt, du hast dieses Vertrauen in die Spiritualität. Ne? Es ist so ein spirituelles Vertrauen, dass sich alles zum rechten Zeitpunkt entwickeln wird. Und das ist wirklich sehr, sehr schön. Was sagt denn die Mondenergie zu deiner Situation? Bring Liebe in die Situation. Neumond im Wassermann. Schon wieder Wassermann, ne? Also Wassermann spielt hier eine ganz wichtige Rolle in dieser Dekade für dich. Und bring Liebe in die Situation, ne? Du hast hier auch die Liebenden. Ja, absolut. Mit Liebe kann man alles schaffen. Ja, wirklich eine sehr wunderschöne Dekade für dich, lieber Schütze. Mit viel Inspiration, mit viel Zukunftsperspektiven und Hoffnung auf Erfolg. Ja, lieber Schütze, ich wünsche dir eine spannende Reise. Ich wünsche dir viele schöne Erfahrungen, viel Inspiration und dass du auf deine Intuition hören kannst. Von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.